Hallo und willkommen in meiner Küche. Manchmal brauche ich nur Eigelb und das Eiweiß bleibt übrig. Deswegen mache ich heute einmal Eiweißverwertung und backe einige kleine Küchlein in Donutform. Kuchenbacken beginnt immer mit dem Vorheizen des Backofens. Da ich zunächst die gemahlenen Mandeln etwas anrösten will, stelle ich den Ofen zunächst auf nur 160 Grad Celsius. Bis der Ofen auf Temperatur ist, habe ich Zeit, meine Zutaten abzuwiegen. Zunächst einmal die Mandeln, des Weiteren das Mehl, in das ich etwas Backpulver gegeben habe, Zucker sowie 90 Gramm Eiweiß. Das ist das Eiweiß von ungefähr 3 Eiern, es sollte aber unbedingt abgewogen werden. Dafür macht es nichts, wenn sich noch Reste von verunglücktem Eigelb darin befinden. Dann brauche ich auch noch Butter, die in eine Nussbutter umgewandelt wird, weswegen ich sie gleich in einen Topf gegeben habe, sowie noch etwas Bittermandelöl. Die Donutformen habe ich nicht benötigt, aber sie sehen dekorativ aus. Der Ofen ist heiß und ich gebe die gemahlenen Mandeln hinein. Sie brauchen ungefähr 10 Minuten, bis sie leicht braun sind. Sobald es anfängt nach Mandeln zu duften, bitte sofort nachschauen. Das Eiweiß gebe ich schon mal in meine Rührschüssel und ebenso den Zucker. Alles wird kurz vermischt, damit der Zucker schon einmal anfangen kann, sich aufzulösen. Bevor es mit dem Teig weitergehen kann, muss aber noch die Donutform eingefettet werden. Dazu nimmt man am besten zimmerwarme Butter und einen Pinsel. Alles wird rundum eingestrichen und auch der Mittelteil bekommt sein Fett weg. Anschließend werden die Mulden noch von allen Seiten mit etwas Mehl bestreut. Überschüssiges Mehl wird herausgeschüttelt. Inzwischen ist das Mandelmehl leicht gebräunt, wird aus dem Ofen genommen und kann abkühlen. Die Ofentemperatur wird auf 190 Grad erhöht. Bitte nicht vergessen. Nun wird die Nussbutter gemacht. Nussbutter ist nichts anderes als hell gebräunte Butter. Aufgrund der Röstaromen, die sich durch langes Köcheln bilden, erhält sie einen nussigen Geschmack. Das ist nichts anderes als karamellisierter Milchzucker. Man erhitzt also die Butter auf kleiner Flamme und lässt sie köcheln. Da Butter nur ca. 80% Fett enthält, müssen die restlichen 20% Wasser verdampfen, bis der Milchzucker karamellisieren kann. Dabei schäumt es und manchmal spritzt es auch. Man kann in der Zwischenzeit zwar etwas anderes machen, raten würde ich es aber beim ersten Mal nicht. Wie gesagt, schäumt die Butter und brutzelt so vor sich hin, was man vor allem auch hören kann. Dies ist ein sicheres Zeichen, dass es noch nicht so weit ist. Man sagt, wenn sie aufhört zu singen, ist die Nussbutter fertig. Rein faktisch heißt das, wenn alles Wasser verdampft ist, wird es plötzlich still, der Milchzucker karamellisiert und die Nussbutter ist fertig. Sie muss sofort vom Feuer genommen und der Topf auf eine kalte Unterlage gestellt werden. Denn nach braun kommt schwarz und das geht schneller, als man erwartet. Bei mir hat der Vorgang fast 10 Minuten gedauert, aber ich kenne euren Herd nicht, also kann es bei euch auch anders sein. Jetzt bin ich still, damit wir der Butter beim Singen zuhören können. Auf die Mandeln gebe ich einen Tropfen Bittermandelöl. Jetzt kann der Teig fertig gestellt werden. Das geht ganz schnell und man kann ihn eben von Hand zusammenrühren. Ich gebe die abgekühlten Mandeln auf die Eiweiß-Zuckermischung und rühre sie unter. Die Butter gebe ich auf 2 Mal ebenfalls dazu und rühre sie unter. Wer will, kann die Butter auch durch ein Sieb passieren. Ich finde aber die braunen Flocken gerade interessant. Den Topf kratze ich mit einem Teigschaber noch schön sauber. Danach kommt das mit dem Backpulver vermischte Mehl dazu. Fertig! Die Backform habe ich ja zum Glück schon vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch befüllen.
Das geht am besten mit einem großen Eisportionierer. Ich habe ungefähr 400 Gramm Teig und 12 Formen. Das macht pro Mulde Pi mal Daumen 30 Gramm. Und die bekomme ich aus dem Portionierer heraus. Das habe ich ausprobiert. Der Teig verläuft von alleine. Man sollte nur aufpassen, dass nichts davon auf den Mittelteil läuft. Wer keine Donutform hat, kann Muffinform nehmen oder den Teig auf ein gut gefettetes Backpapier geben und später Kuchenstücke nach Wahl schneiden. Falls euch mein Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und auch ein Daumen nach oben wäre klasse. Die Form kommt nun in den Ofen und zwar für 12 bis 15 Minuten. Die Garzeit kann wie immer ofenbedingt variieren. Wichtig ist, dass der Ofen seine 180–190 Grad heiß ist. So kommen die guten Stückchen aus dem Ofen. Es kann sein, dass sie bei euch oben etwas brauner aussehen. Bei einem Gasofen ist das nicht immer der Fall. Leider lösten sich die Kuchenstücke nicht einfach von der Form und ich musste noch einmal nachhelfen. Natürlich hätte ich das herausschneiden können, aber wozu? Ihr seht jetzt, wie wichtig es ist, die Form gut einzufetten. Und so etwas kommt vor, damit muss man eben leben. Lasst euch von so kleinen Schwierigkeiten nicht entmutigen. Die Teilchen haben trotzdem unheimlich lecker geschmeckt. Sie sind außen leicht knusprig, weich und haben einen Hauch von Marzipan. Sie werden nicht trocken, lassen sich gut transportieren und problemlos einfrieren, obwohl das bestimmt nicht nötig sein wird. Man kann sie wunderbar für ein Dessert mit Erdbeeren verwenden und wie das geht, zeige ich im nächsten Video. Und ich kann es kaum abwarten, euch dieses tolle Dessert zu zeigen. Bevor es soweit ist, lade ich dieses Video aber noch einmal ohne meine gesprochenen Erklärungen hoch und Erklärungen werden auf Deutsch und Englisch eingeblendet. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!